Nicht immer muss es gleich die Full-Detailing-Aufbereiterwäsche sein. Manchmal muss es auch eine Nummer schneller gehen. So ein Kandidat steht hinter mir. Wie wir vorgehen, zeigen wir dir jetzt. Die Wäsche, die ich euch jetzt zeige, heißt bei uns Servicewäsche, einfach weil wir sie hauptsächlich für die Werkstatt nebenan machen, wenn die Autos rausgehen, damit die Kunden einfach ein sauberes Auto haben. Lässt sich aber auch gut anwenden auf Fuhrparkwäschen, also wenn ihr Großkunden habt, die einfach zwischendurch mal eine Unterhaltswäsche wollen oder andere Betriebe, Lackierbetriebe, Autovermietung. Also gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Ziel ist es, die ganze Wäsche so schnell wie es geht, aber dennoch schonend hinzubekommen, wie wir dabei vorgehen, wie wir Zeit sparen und welche kleinen Tricks und Kniffe ich habe. Zeige ich euch jetzt. Ich würde sagen, wir starten gleich mal. Erster Schritt, Felgen einsprühen, Lack einsprühen und dann geht's weiter. So, während der Reiniger wirkt, wollen wir die ganze Zeit, die wir dadurch haben, der Felgenreiniger braucht ja so 2, 3, 4, 5 Minuten nutzen, um unsere Eimer alle vorzubereiten. Felgeneimer, Wascheimer machen wir alle gleich fertig. Und wenn die Eimer bereit sind, ist der Felgenreiniger auch bereit, dann geht es da am Lack weiter. So, wichtig ist natürlich auch die Vorbereitung, dass wir alle unser Equipment bereit haben und nicht erst an der Felge, was brauche ich, muss ich nochmal weglaufen, sondern alle Bürsten, die wir brauchen könnten, kommen mit. Dazu eignen sich diese Backen also optimal und dann können wir da gleich weitermachen. Falls sich jemand fragt, warum ich mit dem Felgenreiniger auch den Lack mit eingesprüht habe, das ist ein optionaler Schritt. Der Felgenreiniger dient auch als Flugrostentferner, weil es die gleiche Art von Verschmutzung ist. Und so kann ich gleich in dem Bereich, wo von der Bremse der Flugrost sich an der Seite absetzt, den gleich einmal mit einsprühen, mehr Dreck entfernen, besseres Waschergebnis erzielen mit ein paar Cent Materialeinsatz und quasi keinem Zeitmehraufwand. Deswegen würde ich generell empfehlen, wer eine effektive Sprühvorrichtung für Felgenreiniger hat, sollte das machen. Wenn ich jetzt hier mit einer Handflasche die ganze Zeit sprühe, dauert es natürlich ewig, aber ihr habt ja gesehen, mit so einem großen Sprüher geht das super schnell. Jetzt geht es nämlich weiter an den nächsten Schritt. Wir hauen hier gleich den Vorreiniger drauf, damit wir dann alles in einem Abwasch runterkerchern können und gleich bereit sind für die Hauptwäsche. Wir nehmen dafür einen intensiven Reiniger. Das hat einfach den Grund der Zeitersparnis. Einen normalen Vorreiniger müsste ich jetzt auch 2, 3, 4, 5 Minuten wirken lassen. Der braucht nur 30 Sekunden bis 1 Minute. Das heißt, ich gehe einmal rum, lege mir den Schlauch wieder zurück, fange hinten an abzuspülen, spare mir einfach viel Zeit und habe trotzdem ein sauberes Auto. Bei der Felgenreinigung versuchen wir den Aufwand auch relativ moderat zu halten. Das heißt, wir machen einmal das Bett, einmal den Stern. Wir gehen jetzt nicht explizit alle Speichen von hinten und eine sehr extreme Felgenreinigung. Da müssen wir einfach ein bisschen Zeit sparen, nehmen aber hier so eine Mikrofaserfelgenbürste, um auch hier eine große Schonung zu erzielen. Auch hier ist alles gummiert, also da passiert nichts, wenn man noch mal ein bisschen ranstößt. Das tut der Felge nichts und das ist auch der Grund, warum wir erst mit Felgenreiniger vorarbeiten, den dann abspülen, damit wir den groben Schmutz schon mal entfernt haben und jetzt halt möglichst wenig Kratzer auf der Oberfläche verursachen. Hier gilt es wirklich, sich ein systematisches Vorgehen anzugewöhnen, weil wer hier dauernd überlegt und nochmal nachputzt und hin und her und dann im trockenen Zustand noch nacharbeiten muss, der macht sich einfach doppelt und dreifache Arbeit. Deswegen da einfach wirklich ein System angewöhnen. Ich handhabe das so, erst innen, dann außen, dann den Reifen und dann vergisst man auch nichts. Wir verwenden die Multi-Wash-Method, also die Waschmethode mit mehreren Handschuhen, ohne sie auszuspülen. Also wir benutzen den Handschuh so lange, bis er schmutzig ist, dann kommt er weg und ein neuer. Einfach bei der Schnelligkeit der Wäsche haben wir so die größte Schonung, weil nirgendwo Wasser oder das Wasser nicht mit Schmutz in Kontakt kommt und damit der Handschuh auch nicht, wenn er einmal benutzt wurde. Deswegen fangen wir von oben an, waschen
quasi uns einmal komplett rum. Und das Schöne ist, wir können ein Bauteil bis unten waschen oder mehrere Bauteile bis unten durch, weil der Handschuh ja eh wegkommt. Da zeige ich euch nochmal, muss man immer bei der Fahrzeuggröße so ein bisschen gucken, ne, wie viele brauche ich. Ich habe jetzt hier mal 5 im Eimer. Man kann mit Sicherheit das Dach oder den kompletten Dachbereich einmal bis zur Fensterkante machen, wahrscheinlich mit beiden Seiten. Und dann 2 Bauteile bis zur Unterkante wird man hinkommen. Und dann komme ich auf 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir, ob es passt. Wenn nicht, legt man noch mal einen nach. Und ich würde sagen, starten wir durch. Was meinst du, Marcel? Wie viel Handschuhe werden? 5. Ach so. Ich habe euch ja hier gar nicht meinen Gassi-Trolley gezeigt. Das ist nämlich der nächste Vorteil. Ich kann mir den Kollegen beim Waschen gleich hinter mir herziehen, habe ihn immer da und spare mir wieder Laufwege und damit auch Zeit. Fuchs muss man sein, nicht nur einen buschigen Schwanz auch haben. Ne? Und jetzt packe ich wieder mal einen Golden Nugget aus, noch ein wertvoller Tipp. Zieht euch die Handschuhe nicht an, das dauert relativ lange und ihr habt eine klitschnasse Hand. Wenn ihr so drauf arbeitet, kann es durchaus passieren, dass ihr den Handschuh fallen lasst an der Seite oder aber dieses Bündchen an Lack kommt. Deswegen einfach den Daumen reinstecken, hier oben festhalten, ihr habt guten Grip, habt die Hand aber nicht im Handschuh, es geht schneller und eure Hand ist nicht klitschnass. Also wieder hier ein goldener Tipp. Und, wenn wir gerade dabei sind, wascht mit dem Handschuh, solange er noch gut ist, erstmal Lackbereiche. Und kurz bevor ihr ihn wechseln würdet, könnt ihr nochmal auf die Scheiben gehen, weil die sind nicht ganz so empfindlich wie der Lack. Die können ein bisschen schmutzigeren Handschuh ab. Natürlich, wenn er jetzt wirklich sandig ist von der Unterkante vom Schweller, gehen wir auch nicht mehr auf die Scheiben. Aber wenn ich jetzt hier mein Dach fertig habe, kann ich danach nochmal über die Scheiben gehen. Ohne Probleme. Achso, achtet nur drauf, wenn hier Klavierlackleisten sind, müsst ihr natürlich Klavierlackleisten. Das sind ja keine Klavierlack. Das ist ja kein Klavierlack, ist ja durch Hochglanzleisten. Dann geht natürlich mit einem nicht ganz sauberen Handschuh nicht mehr über die Klavierlackleisten, sondern bleibt ein bisschen drunter. Hat der hier nicht, von daher irrelevant. Ist natürlich auch wichtig, wenn ich jetzt auf der Höhe bin, dass ich jetzt hier nicht gleich bis da runter wasche, dann wieder hier hochgehe, dann bis da runter, sondern das Bauteil erstmal auf der Höhe fertig wasche und dann erst eine Etage tiefer gehe, sodass, wenn ich ganz unten angekommen bin, dass ich nicht nochmal irgendwo hochgehe, wo der Lack sauber und in einem guten Zustand ist. Das heißt, ich arbeite mich trotzdem auch mit der Mehrwasch-Handschuhmethode systematisch vom sauberen Bereich in den schmutzigen Bereich vor. Und auch jetzt hier, wenn ich hier so am Auspuff war, gehe ich natürlich nicht mehr auf lackierte Flächen, sondern mache nur noch den unlackierten Kunststoff hier, Schweller Unterkante und dann sind wir durch. Der Handschuh ist jetzt deutlich dreckig, kommt jetzt nicht mehr in den sauberen Eimer, sondern das schaffe ich von hier nicht in unseren Wäscheeimer, wird gewaschen und beim nächsten Mal erst wieder benutzt. Einen separaten Handschuh nehme ich mir mal für die Einstiege, nämlich so einen einseitigen Chenille-Handschuh, weil der einfach dünner ist. Und damit komme ich besser in die Türfalze rein. Das heißt, ganz zum Schluss mit einem feuchten, nicht ganz zu nassen Waschhandschuh gehen wir noch mal durch die Einstiege durch und machen die dann zum Schluss sauber. Das Auto ist jetzt gewaschen. Jetzt geht es an Abspülen und damit wir uns das Trocknen erleichtern, gibt es noch einen kleinen Trick. Dazu sehen wir uns gleich wieder. An dieser Stelle Props an Benedikt von Detailing verliebt. Die Methode haben wir bei ihm bei Instagram gesehen und sie einfach mal frech geklaut haben wir sie ja nicht, wir geben ihm mehr Props, also adaptiert. Wir werden jetzt den Lack abspülen mit dem Hochdruckreiniger und gleichzeitig eine Nassversiegelung in den Hochdruckreinigerstrahl sprühen. Das hat den Vorteil, wir sparen uns einmal mehr Abspülen und es entsteht nicht diese typische Fleckenbildung, wie man sie häufig bei Nassversiegelung hat. Deswegen, es geht schnell, funktioniert super und erzeugt den gewünschten Effekt. Wir haben eine schnelle Versiegelung auf dem Lack und sparen uns Zeit beim Abtrocknen. Wir können ja mal gucken, wenn ich jetzt hier drauf halte, das Wasser läuft jetzt nicht so schnell. Aber warte mal, wolltest du jetzt mit dem Prügeln hier machen, oder was? Ja klar. Und dann mit der Armverlängerung? Naja, weil dann höre ich mir nämlich an, wenn ich die kurze benutze, kann ich schon wieder hören, aber ich habe ja an der SB-Box nur eine 7 Meter lange Lanze. Ja, geht auch so, hält halt den Strahl so. Zeige ich euch, wie es geht. Deswegen mit Absicht mit Prügeln. Aber ich zeige euch erstmal das nicht vorhandene Beading. Bist du drauf? So, und jetzt gehen wir einmal vor. Kommt noch Reiniger raus. Tada! Tada! Der Trick ist auch, wenn ihr jetzt hier, also wenn ihr nach dahin abspült und ihr die Tür abspült, dass ihr den Schaum oder den Reiniger
oder die Versiegelung mit darüber spült, dann spart ihr euch nämlich Produkt. Also ich zeige euch das jetzt nochmal. Weil wenn ich jetzt hier das nur verteile und abspüle und da nichts rankommt, muss ich auf jedem Bauteil nachsprühen. Es braucht wieder Material und so geht das auch einfach so. So, jetzt wird die Schlange beschworen. Der Vorteil ist, wir können jetzt gleich mit Druckluft und dem Trockentuch das Fahrzeug trocknen, weil wir haben Beading auf dem Auto und auch ein abfließverhaltenes Wasser, sparen uns dadurch wieder Zeit und auch Trockentücher. Das heißt, ich gehe mit dem Big Boy Blower oder halt mit Druckluft, wer sowas nicht hat, und einem Trockentuch in der anderen Hand gleich einmal durch. Da macht es natürlich Sinn, das Trockentuch zu falten oder ein kleineres zu nehmen. Und dann spare ich mir auch eine zweite Runde. Wie gesagt, man kann natürlich auch erst einmal vortrocknen, dann mit dem Ding durch. Dann hat man mit Sicherheit noch ein besseres Ergebnis, was das Wasserablaufen betrifft. Aber hier geht es auch ein bisschen um Zeit und um Effizienz und da funktioniert das eigentlich perfekt. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich und wir sehen uns dann wieder zum Auto. Der Kunde kriegt ein frisches Auto aus der Werkstatt, Gesamtaufwand ohne Drehzeit und das ganze Gequatsche zwischendurch ungefähr 20 bis 30 Minuten. Da kriegt man eine vernünftige Wäsche hin, in einer ordentlichen Qualität, ohne den Lack weiter zu zerkratzen. Klar, wir können keine Ecken und Ritzen pinseln, wir können jetzt keine intensive Motorwäsche machen, keine Einstiege auspinseln. Das ist aber alles vielleicht nicht Sinn der Sache einer Servicewäsche, sondern eine schnelle, trotzdem schonende Wäsche. Wir haben euch unsere Methode gezeigt. Schreibt doch gerne mal deine Tipps für eine schnelle und schonende Wäsche in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.